Hallo und herzlich willkommen. WLAN-Router für den Indoor-Betrieb gibt es wie Sand am Meer. Robuste Funker für den Outdoor-Einsatz findet man schon seltener. Meist sind sie auch noch teurer als die Indoor-Funker. Aruba, ein Unternehmen der Hewlett-Packard Enterprise, hat meines Erachtens aber ein relativ bezahlbares Modell, den Aruba Instant-On AP17 um ca. 200 €. Der Hersteller verspricht ein IP55-Gehäuse, das heißt Schutz gegen Staub und gegen Strahlwasser aus jeder Richtung, aber nicht völlig wasserdicht zum kompletten Untertauchen. Betriebstemperatur -40 bis 50 Grad Celsius. Das heißt, man könnte ihn hierzulande das ganze Jahr draußen hängen lassen. Zum Beispiel auf der Terrasse, im Garten, am Sportplatz, am Bootssteg, am Parkplatz, im Autokino, im Schulhof, im Straßencafé, im Biergarten. Der AP17 funkt 802.11ac Wave 2 alias Wi-Fi 5 mit bis zu 866 Megabit im 5 GHz Band. Plus 11N alias Wi-Fi 4 bis 300 Megabit im 2,4 GHz Band. In jedem Band funkt er aus jeweils 2 omnidirektionalen Antennen. Wi-Fi 5 aus 2 Antennen ist okay für mehrere WLAN-User. Bei einer Schulklasse mit 30 Schülern würde man heute aber schon lieber zu Wi-Fi 6 greifen. Im Schulhof ebenso, weil Wi-Fi 6 noch stärker auf zahlreiche WLAN-Clients optimiert ist als Wi-Fi 5. Alternativ kann man auch mehrere Wi-Fi 5 APs installieren, falls einer alleine die Fläche oder die Anzahl der User nicht alleine versorgen kann. Je nachdem, wie das Licht drauf scheint, kann man den Markenaufdruck Aruba Instant-On sehr deutlich, manchmal aber auch fast gar nicht lesen. Links außen sitzt ein transparenter Deckel, der sich abschrauben lässt. Darunter sitzen LED-Lämpchen, die Betriebszustände durch gelbes und grünes Licht anzeigen. Außerdem sieht man hier auch gleich, wie der AP17 in seiner Montageplatte steckt. Dazu später noch mehr. Daheim habe ich dann gemerkt, der Deckel lässt sich mit einem Innen-Sechskant-Schlüssel abschrauben, auch bekannt als Inbus-Schlüssel. Unten links sitzt eine Lüftungsöffnung. Unten mittig sieht man den runden Eingang zu einer RJ45 Ethernet LAN-Buchse. Also da, wo hier gerade das weiße LAN-Kabel drin steckt. Diese LAN-Buchse unterstützt 10, 100, 1000 Megabit. Außerdem versteht diese LAN-Buchse auch PoE alias Power over Ethernet im Standard 802.3 AF bis maximal 13,5 Watt. Das heißt, der AP17 wird über das LAN-Kabel mit Strom versorgt. Und zwar von einem PoE-Switch oder von einem PoE-Injektor. Dazu später mehr. Wer genau wissen will, auf welchen Pins der Strom im LAN-Kabel fließt, findet es in diesem Aruba Installation Guide beschrieben. Ich brachte dieses Cat8 LAN-Kabel zwar ganz leicht in den AP17 hinein, aber nicht mehr heraus. Der blaue Widerhaken, den man am anderen Ende des Kabels sieht, ist zwar prompt und richtig eingerastet, ich komme aber von außen nicht mehr dran, um ihn zu lösen. Daheim wurde mir dann klar, man stülpt wohl eine wasserhemmende Plastikmanschette aus dem Lieferumfang über ein LAN-Kabel, montiert dann selber einen LAN-Stecker drauf und schraubt das fertige Feuchtigkeitsverhinderungskonstrukt in das Gewinde an der Unterseite des AP17. Rechts neben dem LAN-Kabel sieht man die schwarze Cable Gland, zu Deutsch also die Kabelverschraubung. Im Installation Guide ist die schwarze Cable Gland, also die Kabelverschraubung, ausführlich erklärt. Ich konnte dieses Konstrukt aber wie gesagt nicht mehr selber ausprobieren, weil ich mein LAN-Kabel nicht mehr aus dem AP17 herausbringe. Unten rechts sitzt ein Erdungspunkt. Da wird ein Erdungskabel montiert.
Das passende Zubehör, nämlich die kurze Schraube und die kurze Lasche, liegt in der Lieferschachtel. Bei wetterfesten Outdoor Access Points muss man auch an den Blitzschutz denken. Nicht, dass der Blitz über den Outdoor AP und das LAN-Kabel bis in das interne Netzwerk durchschlägt. Auf der Rückseite des AP17 stehen technische Angaben wie etwa Modell APEX017, Spec 57 Volt, 350 mA PoE, HPE Wien Austria, Made in China, DOM 2019-09-25. DOM steht für Date of Manufacturing, also Datum der Herstellung. Dann ist dieser AP17 beim Test jetzt also schon 2 Jahre alt. Nehmen wir die Montageplatte mal runter. Jetzt sieht man, dass der stabile Halteapparat am AP17 in einem spitzen Winkel zuläuft. Den lässt man in die Halteplatte gleiten, was super easy klappt. Durch den spitzen Winkel und die Erdanziehung sitzt der AP sofort fest an der Platte, schon vor der finalen Verschraubung. Am Ende sollte man trotzdem noch die mitgelieferte Stahlschraube durch die Halteplatte schrauben. Mittig im Bild sieht man die eingelassene Mutter mit dem passenden Gewinde. Vorne mittig die mitgelieferte Stahlschraube. Jetzt steckt der AP17 in der Halteplatte drin und wir können das Gespann verschrauben. Die Montageplatte kann man auch als Bohrschablone verwenden. Danach montiert man, falls möglich, so raffinierte Dübel wie hier eingezeichnet. Links oben im Browser sieht man die Quellenangabe, rechts unten das Abrufdatum. Hier sieht man, wie der AP17 von oben her in seine Halteplatte gleitet. Danach sitzt er mit seinem spitzen Winkel eigentlich schon wackelfest. Man sollte ihn aber trotzdem noch verschrauben. Der AP17 misst 156 x 67 x 187 mm. Er wiegt 650 Gramm ohne Montagezubehör. Und ja, es gibt sogar ein deutsches Datenblatt, wie man hier sieht. Hier die Tech-Specs auf einen Blick. Bei Interesse am besten das Video kurz anhalten. Fassen wir zusammen. Links außen sitzen LEDs und ein Reset-Knopf unter einem transparenten Plastikdeckel, den man leicht abschrauben kann. Unten links eine Lüftungsöffnung. Unten mittig ein PoE-fähiger Ethernet-LAN-Port, unten rechts ein Erdungspunkt. HP ist ja schon lange eine große Firma mit einem großen LAN- und WLAN-Portfolio. Seit Sommer 2014 kenne ich von Aruba den schönen AP377 Outdoor Access Point mit 4x4 11AC bis 1733 Megabit und eingebauten Richtantennen. Den AP377 gibt es 2021 immer noch. Der kostet zurzeit um die 1800 Euro. Klingt teuer, ist für Profiware aber fast normal. Doch warum bietet HP Enterprise seit 2019 auch einen AP17 zu einem Zehntel dieses Preises an? Voilà, Aruba Hewlett-Packard Enterprise und Cisco Systems gehören zu den größten Business-WLAN-Ausrüstern dieses Planeten. Eigentlich sind beide eher als teuer bekannt. Aber so gegen 2019 haben beide Netzausrüster aus Kalifornien erkannt, dass ihnen am unteren Ende ein Multimilliardenmarkt an günstigen WLAN-Stationen für große Wohnungen, Häuser und kleine Firmen durch die Lappen geht. In diesem sogenannten SMB, Small Medium Business Segment, haben sich auch Firmen wie D-Link, Netgear, TP-Link, Ubiquiti und Zeigsel etabliert. Da konnten auch die beiden Großen, Cisco und HP, nicht länger zuschauen und haben ihre SMB-Vertriebe weltweit angewiesen, doch bitte mal den Low-End-Markt zu erobern. Speziell in Deutschland ist der Eintritt in den Low-End-Markt jedoch besonders schwer. Da gibt es nämlich einen Platzhirsch namens AVM. Der baut hier mit beachtlichem Erfolg
Fritzboxen und Fritz-Repeater, die ganz stark auf den Geschmack der deutschen Kundschaft optimiert sind. Zurück zur HP Enterprise. Im Sommer 2019 hat HPE Aruba eine ziemlich runde und komplette WLAN-Familie für SMB angekündigt. Das Global Announcement vom 11. Juni 2019 versprach: erstens 3 Indoor Access Points für eine hängende Wanddeckenmontage, AP11, AP12 und AP15. Zweitens einen Hospitality Access Point AP11D mit Standfuß. Den kann man zwar an die Wand hängen, aber bei Bedarf auch schnell auf Tische, Sideboards oder Fenstersimse stellen. Drittens einen Outdoor Access Point AP17, der im Freien auch bei Regen, Frost und Hitze funken kann. Galoppieren wir kurz durch die Preise, weil sie meines Erachtens für Profiware doch relativ bezahlbar klingen. Der HPE Aruba Instant On AP11 funkt WLAN 11AC alias Wi-Fi 5 bis 866 Megabit im 5 GHz Band. Straßenpreis ab 75 €. Der HPE Aruba Instant On AP12 funkt WLAN 11AC alias Wi-Fi 5 bis 1300 Megabit im 5 GHz Band. Straßenpreis ab 102 €. Der HPE Aruba Instant On AP15 funkt WLAN 11AC Wave 2 alias Wi-Fi 5 bis 1733 Megabit bei 5 GHz, Straßenpreis ab 156 €. Der HPE Aruba Instant On AP11D Desk Wall funkt WLAN 11AC alias Wi-Fi 5 bis 866 Megabit im 5 GHz Band, Straßenpreis ab 105 €. Und klar, die Preise schwanken, deshalb habe ich rechts immer auch den Jahresverlauf eingeblendet. Der HPE Aruba Instant On AP17, den wir gleich testen werden, funkt WLAN 11AC Wave 2 alias Wi-Fi 5 mit 2x2 Antennendesign bis 866 Megabit im 5 GHz Band, Straßenpreis ab 188 €. Die Produkte wirken allesamt robust und professionell mit überzeugenden Befestigungskonzepten direkt von Aruba, gleich in der Schachtel drin. Man muss also keine Zubehörfirmen im Internet abklappern und auch keine WLAN-Halterungen selber aus dem 3D-Drucker produzieren. Sogar die Preise für diese Aruba WLAN-Funker sind meines Erachtens nicht abgehoben. Allerdings haben zurzeit alle WLAN-Hersteller das Problem, dass sie ihre WLAN-Familien sukzessive auf Wi-Fi 6 umstellen müssen. Da hat auch Aruba schon etwas Bezahlbares zu bieten. Der HPE Aruba Instant On AP22 funkt schon WLAN 11AX alias Wi-Fi 6 mit 2x2 Antennendesign. Straßenpreis ab 120 € als Version R4W02A. Es gibt also eine ganze Familie an WLAN-APs von Aruba für große Wohnungen, Häuser und kleine Firmen. In diesem Familienfoto von 2019 fehlt lediglich der neue AP22, der auch schon 11AX Wi-Fi 6 versteht. Wir starten heute aber nur mal mit dem Outdoor Access Point Aruba AP17. Bei Outdoor APs ist der Druck zu Wi-Fi 6 noch nicht so stark. Da kommt es auf andere Qualitäten an. Der AP17 verspricht zum Beispiel einen Betrieb von -40 bis +50 Grad Celsius. Am wohlsten fühlt sich der Outdoor AP17, wenn er die Aruba Instant On Verwandtschaft um sich scharen kann. Dann kann er sogar einen WLAN-Mesh-Verbund mit weiteren APs aufbauen, was wir aber noch nicht testen konnten, weil wir nur einen einzigen AP17 haben. Idealerweise verbindet man alle Aruba WLAN-APs über einen Aruba Instant On Switch von HPE. Wir schauen gleich, was solche Switche von HPE Aruba kosten. Danach werden wir den Outdoor AP17 aber trotzdem nur am 5-Port-Switch einer Fritzbox 6660 in Betrieb nehmen. Denn das ist ja der denkbar kleinste Einstieg, den wir hier zeigen wollen. Spannender wäre es gewesen, gleich mehrere APs von Aruba im Verbund zu testen. Da könnte man einige APs dann, laut dieser Zeichnung, via WLAN-Mesh über die Luft anbinden.
Jetzt noch kurz zu den PoE-Switchen, bevor wir testen. Den kleinen Aruba 1930 8-Port-Switch fanden wir im Web ab 95 €. Der hat aber noch kein PoE Power over Ethernet. In der Version mit PoE Stromspender kostet der 8-Port-Switch fast das Doppelte, knapp 190 € aufwärts. Der HPE Aruba Instant On 930 24G Class 4 PoE 4 SFP SFP Plus 370 Watt JL684A kann die angeschlossenen Geräte mit PoE-Strom versorgen. Sehr elegant, nur über LAN-Kabel, kostet aber knapp 500 € aufwärts. Mit 48 RJ45 LAN-Ports und PoE gibt es den Aruba 1930 Switch ab 711 €. Wir wollen hier aber keine Allianz-Arena vernetzen, wir starten lieber mal ganz klein. Unser normaler Internetzuspieler ist eine AVM Fritzbox 6660 Cable an einem Vodafone Kabel 1000 Anschluss. Zur Fritzbox 66 Cable gibt es auch ein ausführliches Video. Links oben sieht man den YouTube-Link in der Browserzeile. Etwa ab Minute 3 habe ich die LAN-Ports erklärt. Die Fritzbox 6660 hat einen kleinen LAN-Switch mit 5 gelben LAN-Buchsen. Ganz links 1x2,5 Gigabit und daneben 4x1 Gigabit Ethernet. Der Aruba AP17 hat nur einen einzigen 1 Gigabit LAN-Port. Wir legen also ein LAN-Kabel vom AP17 zu einem beliebigen LAN-Port an der 6660, weil ja sowieso alle Fritz-LAN-Ports mindestens die gewünschten 1 Gigabit spendieren können. Und es passiert gar nichts. Warum? Okay, die Fritzbox 6660 kann ja keinen PoE-Strom spendieren. Und der Aruba AP17 hat kein eigenes Netzteil in der Schachtel. Unser AP17 hat nicht einmal eine Power-In-Buchse, wo man ein herkömmliches Netzteil anschließen könnte. Der AP17 nimmt den Strom nämlich nur über das LAN-Kabel entgegen. Und wie kriegen wir jetzt Strom ins LAN-Kabel? Voilà! Den PoE-Strom bekommen PoE-fähige Access Points per LAN-Kabel entweder aus einem PoE-fähigen Switch oder aus einem PoE-Injektor. PoE-Switche sind im Business-Umfeld sehr verbreitet, bei privaten Usern sind sie am Kommen. PoE-fähige Access-Switche gibt es von unter 50 bis weit über 500 €. PoE-Injektoren gibt es schon ab 10 €. Einen passenden HPE Aruba Instant On mit Span PoE-Injektor 15,4 Watt fanden wir im Web ab 30 €. Per Zufall haben wir noch einen alten Linksys LAC P30 EU Gigabit PoE Plus Injektor 30 Watt, Range up to 100 Meter, Black, Baujahr 2014, links im Bild, aus echtem Blech, wie für die Ewigkeit gebaut. Schaut fast wie ein normales Netzteil aus, hat aber vorne 2 RJ45 LAN-Buchsen. Die Data-Buchse verbinden wir mit der Fritzbox 6660. Den Aruba AP17 schließen wir an die PoE-Data-Buchse an, damit er von dieser auch gleich seinen Strom bekommt. Drehen wir den AP17 um, dann kann man das eingestanzte PoE noch deutlicher sehen. Nun laden wir die Aruba Instant On App aus dem Google Play Store auf unser Android-Smartphone. Dort müssen wir ein Aruba Instant On Konto erstellen, bevor wir das neue Aruba-Netzwerk einrichten können. Sprich, ohne Cloud geht nichts, aber das kennen wir ja schon von anderen WLAN-Mesh-Systemen wie Google Wi-Fi oder Amazon Aero und von vielen Profi-WLANs sowieso, von Cisco bis Zyxel. Wir müssen eine Mailadresse und ein Kennwort eingeben. Kurz darauf kommt eine E-Mail auf unserem PC an zur Verifizierung und Validierung. Danach wird das Aruba-Konto aktiviert. Nun müssen wir einen Standort angeben, in dem die Netzwerke und Geräte zusammengefasst werden. Hier könnten wir jetzt Harrishütte, Buxtehude, München oder Hintertupfingen eintragen.
schreiben aber mal Aruba rein. Aruba ist per Zufall ja auch ein Standort, nämlich eine wunderbare Insel im Karibischen Meer. Da könnte man zum Beispiel Hotelpools und Strandbars mit dem AP17 befunken und über die Cloud aus der Ferne verwalten. Nach ein paar weiteren Schritten blinkt der AP17 links außen, mal grün, mal gelb. Jetzt ist er bereit, mittels Bluetooth vom Smartphone erkannt zu werden. Ein paar Sekunden später wurde der AP17 gefunden. Wir geben einen Netzwerknamen und einen WLAN-Netzwerkschlüssel ein. Im echten Leben sollte man da aber kompliziertere Namen wählen. Alles in Ordnung. Das WLAN war mit diesem einen AP17 wirklich ruckzuck eingerichtet. Von 21:17 Uhr bis 21:34 Uhr. Naja, 17 Minuten halt. Aber mitsamt Notizen und Screenshots und das Ganze nie zuvor gesehen. IT-Know-how war dabei absolut nicht nötig und eine Kreditkarte wurde auch nicht abgefragt. Nun wechseln wir auf den großen PC-Monitor und loggen uns in das neue Aruba-Konto ein, das wir zuvor auf dem Smartphone erstellt haben. Da zeigt sich schon der Vorteil von so einem WLAN-Cloud-Management. Man kann mit jedem Handy, Laptop, Tisch oder Tower-PC von jedem Ort der Welt, auch via Browser, auf das neue Netzwerk zugreifen, auch von der Couch, sofern man eben einen guten Kontakt zum Internet hat. Inzwischen haben wir 4 WLAN-Client-Endgeräte in das Funknetz des Aruba AP17 eingebucht, was man rechts oben sieht, und knapp 20 GB Internet über den AP17 hinter der Fritzbox verbraucht. Beim Klick auf die Kachel namens Clients kam dieses schöne Protokoll. Fortan begleitet uns auch ständig die grün-orange Meldung „Alles in Ordnung in Aruba". Hier käme jetzt die Meldung „Alles in Ordnung in Harrys Hütte" oder in Buxtehude oder in München, wenn wir nicht ausgerechnet Aruba als Standort für unseren kleinen Netzwerktest eingetragen hätten. Der Standort lässt sich allerdings auch wieder ändern. Hier wird der Traffic der 4 Clients nach Kategorien aufgeschlüsselt. Hier können wir den WLAN-Verkehr, der über den Aruba AP17 floss, noch deutlicher anschauen. Falls hier etwas aus dem Ruder laufen sollte, etwa in Richtung anstößiger Inhalte, könnten wir entsprechende WLAN-Clients ruckzuck sperren. Dank Cloud Management auch von unterwegs per Laptop, Tablet oder Smartphone. So sahen die WLAN-Kanal-Settings für den AP17 ab Werk aus. Leider war auf Anhieb aber nirgends erkennbar, ob und wie wir das 2,4 oder das 5 GHz Band selektiv abschalten können. Es war auch nicht auf Anhieb und in Kürze erkennbar, wie wir den Bändern 2 verschiedene SSID-Netzwerknamen geben können. Da müssen wir mal bei Aruba nachfragen. Die Sendestärke lässt sich mit der Maus an dem orangefarbigen Schieber für jedes Frequenzband getrennt reduzieren. Dann funkt der AP nicht mehr so weit, was in seltenen Fällen sogar erwünscht sein kann. Zum Beispiel, um nicht über das gewünschte Areal hinaus zu funken, damit das WLAN nicht über die Luft angreifbar ist. Ab Werk waren die LED-Lichter am AP17 dauerhaft eingeschaltet. Man kann diese im Normalbetrieb aber auch abschalten, falls sie stören sollten, etwa in Schlafräumen. Als DNS war Cloudflare mit der IP 1111 aktiviert. Den Sinn und Zweck müssen wir mal bei Aruba hinterfragen. Sogar ein Gastportal lässt sich mit wenigen Mausklicks anlegen. Die englische Begrüßung überschreiben wir durch den Satz „Willkommen im Aruba AP17 Testnetz". Den Hintergrund fürs Gastportal färben wir grün ein. Jetzt wechseln wir von der Handy-Ansicht auf die Laptop-Ansicht und färben den Hintergrund um von grün auf lila. Beim erneuten Wechsel zurück auf die Handy-Ansicht ist auch hier der Hintergrund jetzt lila geworden. Die Portalfarbe wird also nur einmal generell hinterlegt und nicht getrennt für verschiedene Gerätearten. Das Anlegen eines Empfangsportals für WLAN-Gäste war also super easy. Verwirrend war nur, der Aruba AP17 hat auch viele Stunden später noch immer kein WLAN-Gastnetz ausgestrahlt. Auch da müssen wir mal bei Aruba fragen, ob das am AP17 liegen kann oder an der Cloud oder ob das im Solobetrieb nur hinter einer Fritzbox
ohne Aruba Switch eventuell grundsätzlich gar nicht funktioniert. Vielleicht muss man einen gesonderten Namen für das Gastnetz, aber auch über einen Aruba-Switch einrichten. Falls ich von Aruba eine gute Antwort auf die offenen Fragen bekomme, werde ich sie in den Kommentaren eintragen und ganz oben anpinnen. Ich bin zwar kein blinder Cloud-Fan, aber eine gewisse Eleganz hat so ein WLAN-Cloud-Management dann doch. Wir stolpern jetzt mal absichtlich über ein LAN-Kabel und bekommen auf allen Handys und Rechnern sofort die folgende Meldung per E-Mail. Einige Geräte sind offline am Standort Aruba. Einige Instant-On-Geräte wurden heruntergefahren, haben Verbindungsprobleme oder werden gerade neu gestartet. Mit einem Mausklick auf die orange Fläche Meldung anzeigen, landen wir im Aruba Instant-On Dashboard und können den Fehler näher eingrenzen. So ein Cloud-Monitoring kann sehr nützlich sein. Beispiel: In einer Filialkette von Flensburg bis Garmisch könnte der Administrator bei einer Fehlernachricht den Versand eines neuen APs aus einem fernen Lager veranlassen und den Hausmeister der Filiale per E-Mail bitten, den neuen WLAN-AP nach Ankunft einfach nur an das PoE-gepowerte LAN-Kabel anzustecken. Von IT und Netzwerk müsste dieser Hausmeister gar keine Ahnung haben. Die Freischaltung des neuen APs könnte der Admin sogar von seiner Couch per Cloud vornehmen. Für das WLAN-Management in einem Einzimmer-Apartment dagegen wäre so ein Cloud-Management schon eher der Overkill. Da sieht man mit dem bloßen Auge, wenn jemand über das LAN-Kabel stolpert und der AP sich dann verabschiedet. Da braucht es meistens keine Fernverwaltung über die Cloud. Vor lauter Cloud-Management wollen wir aber unseren gewohnten WLAN-Durchsatztest nicht vergessen. Wir nehmen unsere gewohnte Testumgebung, eine zweistöckige Wohnung, in der wir normalerweise keine Outdoor, sondern Indoor-WLAN-Funker testen. Da müssen WLAN-Router, APs und Repeater für den Indoor-Betrieb halt beweisen, wie gut sie das Internet bis in das hinterste Zimmer am schwierigsten Messpunkt 5 transportieren. Einen Outdoor-Funker müsste man wohl eher auf längere Distanz ohne Zwischenwände testen, in einem Garten oder einer Turnhalle. Wir messen aber trotzdem an den 5 gewohnten Punkten, damit wir den AP17 mit vielen früheren Tests besser vergleichen können. Den 10 Gigabit NAS-Speicher rechts oben im Bild brauchen wir ausnahmsweise nicht als Speed-Zuspieler, weil der AP17 schon bei 866 Megabit brutto sein oberstes Maximum hat. Da reicht die Fritzbox 6660 als Zuspieler. Die kann sogar aus ihren langsameren LAN-Ports bis zu 1000 Megabit Internet zuspielen. Über den PoE Power over Ethernet Injector führen wir nun also das LAN-Kabel an den AP17 heran. Nach wenigen Sekunden strahlt der Aruba AP17 das Internet über die Luft aus. Unser Dell-PC funkt 11AX Wi-Fi 6 bis 2400 Megabit aus 2 Antennen. Wir verbinden ihn per WLAN mit dem Aruba AP17 und messen auf kurze Distanz stationär immer nur am Messpunkt 1 den Nettodurchsatz unter fast optimalen Bedingungen. Die Fotostrecke zeigt, der Aruba AP17 schaufelt das Internet mit knapp 500 Megabit auf den WLAN-PC herunter. Das passt. Mehr Nettospeed ist bei einem Bruttomaximum von 866 Megabit kaum zu erwarten. Das Limit bei 11AC Wave 2 aus 2 Antennen liegt nämlich brutto bei 866 Megabit. Alle verwendeten Rechner, Laptops, Handy, Teststrecke und Testmethoden sind übrigens in diesem Video zum Fritz Repeater 6000 viel ausführlicher erklärt. Vorsicht, lang, 1 Stunde und 22 Minuten. Jetzt wandern wir mit einem Wi-Fi 6 Laptop, Symbol rechts unten, durch unsere 5 Messpunkte und ziehen dabei das Internet über den Aruba AP17 über die Luft auf den mobilen Rechner herunter. Bei dieser Messwanderung durch 5 zunehmend schwierige Räume hat der Wi-Fi 6 Laptop diese Werte über den AP17 heruntergeladen. Dabei hat er nach eigenem Ermessen vom 5 GHz Band in das 2,4 GHz Band umgeschaltet.
Wo genau, das hat das Gespann aus Laptop und WLAN-AP selber entschieden. Vermutlich aber in Zimmer 3 oder 4. Normalerweise verhindern wir solche automatischen Frequenzbandwechsel durch Vergabe von 2 verschiedenen SSID-Netzwerknamen. Es war aber nicht auf Anhieb erkennbar, wie wir dem Aruba AP17 im Standalone-Betrieb hinter der Fritzbox denn überhaupt getrennte SSIDs pro Band vergeben können. Hier stellt sich die Frage, ob mehrere SSID-Netzwerknamen in der kostenlosen Cloud-Version und ohne Aruba Switch denn überhaupt möglich sind. Ich versuche im Nachgang eine Antwort von Aruba zu bekommen und diese dann in den Kommentaren ganz oben zu posten. Zu guter Letzt wandern wir mit einem Wi-Fi 6 Handy, Symbol links unten, durch die 5 Messpunkte. Dabei zeichnen wir den WLAN-Speed zwischen Handy und Aruba AP17 mit der Fritz-App WLAN auf dem Android-Smartphone auf. Im ersten Raum links im Bild holt das Handy zeitweise fast 500 Megabit aus dem Aruba AP17. Im zweiten Raum sind es noch um die 200 Megabit. Im dritten Raum schwankt der Speed noch zwischen 30 und 100 Megabit. Beim Übergang in den vierten Raum schaltet das Gespann in das 2,4 GHz Band um und schafft danach wieder 50 bis 90 Megabit. Im fünften Raum am rechten Ende der Grafik schwankt das Gespann dann relativ stabil um die 50 Megabit herum. Wir messen in jedem Raum jeweils 60 Sekunden, also genau 1 Minute. Das sieht man auch an den eingeblendeten Uhrzeiten. Jetzt wandern wir zuerst von Raum 1 bis Raum 5 und ab der Bildmitte wieder zurück von Raum 5 nach Raum 1. In der blauen Kurve sieht man, wie die Signalstärke bei der Rückwanderung kurz nach der Bildmitte wieder hochgeht. Das ist gut und richtig so, weil wir dem AP17 ja wieder näher kommen. Die gelbe Kurve zeigt einen starken Speed-Abfall in den ersten 3 Räumen. Dann schaltet das Gespann vom 5 GHz Band auf das 2,4 GHz Band um, was durch die orange Farbe angezeigt wird. Bei der Rückwanderung ab der Bildmitte hätte man gehofft, dass spätestens in den letzten 2 Räumen wieder in das 5 GHz Band hochgeschaltet wird und der Durchsatz in etwa so stark ansteigt, wie er am Anfang der Messwanderung abgefallen ist. Da bleibt das Gespann aus Wi-Fi 6 Handy und Aruba AP17 jedoch stur im 2,4 GHz Band kleben. Diese Trägheit beim Hochschalten kann gewollt sein. Das haben wir so ähnlich auch schon bei vielen anderen WLAN-Systemen beobachtet. Für den User heißt das wenig Umschalthektik zwischen den Frequenzbändern, aber auch kein maximaler Speed im hinteren Teil der Kurve. Hier nur kurz der Hinweis, weil ich es schon in vielen früheren Videos ausführlich erklärt habe. WLAN-Messwerte lassen sich nur mit großen Einschränkungen auf andere Gebäude übertragen. Am Ende messen wir die Leistungsaufnahme mit einer Fritz-DECT 200 Schaltsteckdose über die Smart Home Anzeige in der Fritzbox 6660. Links in der Kurve war nur der Linksys PoE Strominjektor eingeschaltet und zog recht konstant 1,3 Watt aus der 230 Volt Steckdose. Nach dem Anstecken des Aruba AP17 an den PoE-Injektor zogen beide zusammen knapp 6,6 Watt aus der 230 Volt Dose. Das ist quasi der Standby-Verbrauch. Bei Durchsatztests mit einem einzelnen Wi-Fi 6 PC konnten wir das Gespann aus Aruba AP17 und PoE-Injektor auf maximal 10,1 Watt hochtreiben. Rechts unten im Bild noch einmal der grafische Hinweis, dass der WLAN-PC bei den Strommessungen mit dem Aruba-Funknetz verbunden war. Die Fritzbox 6660 hat derweil nur den Stromverbrauch des AP17 samt Linksys PoE-Injektors über ihren DECT-Funk aufgezeichnet. Laut Aruba Installation Guide liegt die maximale Leistungsaufnahme des AP17 bei 12,95 Watt. Das dürfte stimmen. Das haben wir nicht komplett ausgereizt. Fazit: Der Aruba AP17 macht bei den mechanischen Aspekten einen guten Eindruck.
Die flache Wandmontageplatte kann überzeugen. Eine zusätzliche Rohrschelle für den AP wäre perfekt gewesen. Ein Erdungspunkt ist auch am AP17 dran. Die Stromversorgung mittels PoE Power over Ethernet hat mit unserem betagten Linksys PoE Injector auf Anhieb funktioniert. Das LAN-Kabel kann feuchtigkeitshemmend montiert werden. Die WLAN-Leistung mit 11N Wi-Fi 4 bis 300 Megabit und 11AC Wi-Fi 5 bis 866 Megabit brutto reißt anno 2021 niemand mehr vom Sockel. Dürfte in vielen Fällen aber reichen. Der Markt dreht sich aber schon sehr in Richtung 11AX Wi-Fi 6. Allerdings kann man bei einem Straßenpreis um 200 € nicht in allen Aspekten das Maximum erwarten. Die Einrichtung mittels Bluetooth-Handy und Cloud war einfach. Auch die weitere Verwaltung und das Monitoring des Netzwerkes mit der Handy-App und dem PC-Browser fanden wir sehr übersichtlich. Offene Fragen. Erstens: Wir konnten den AP17 zwar auf Anhieb sehr leicht über die Cloud in Betrieb nehmen, kann man ihn aber auch völlig ohne Internetkontakt nur über einen lokalen Browser in Betrieb nehmen, zum Beispiel hinter einer Fritzbox, wenn man halt wirklich nicht mehr als nur diesen einen Outdoor-AP hinter einer Fritzbox benötigt. Zweitens: Kann man einen bereits in der Cloud registrierten AP17 auch wieder völlig rückstandsfrei aus der Cloud entfernen und dann nur lokal weiter betreiben und verwalten? Drittens: Gibt es eine Möglichkeit, den Zugriff auf die beiden WLAN-Bänder über zwei unterschiedliche SSID-Netzwerknamen selber zu bestimmen, um nicht auf die Automatik angewiesen zu sein? Falls wir im Nachgang Antworten von Aruba zu diesen Fragen bekommen, werden sie in der Videobeschreibung direkt unter dem Video gepostet. Wir kommen zum Ende. Falls ihr eine Meinung, weitere Fragen oder vielleicht sogar eigene Erfahrungen mit der Aruba Cloud und ganz speziell mit dem Aruba Outdoor AP17 habt, freue ich mich über konstruktive Kommentare. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch und Abo meines YouTube-Kanals. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.